Hallo und herzlich willkommen in unserem Kondominium. Hier seht ihr unseren Schlafbereich. Das ist ein Queen-Size-Bett, sprich 1,60 Meter breit. Und hier haben wir jede Menge Stauraum. Da haben wir auch alles schon unterbringen können. Links haben wir sogar unsere Koffer verstaut. Ja, hier haben wir ein bisschen umdisponiert. Da wir keine Nachtschränkchen haben, haben wir hier einen so einen Cube hier hingestellt für Marco. Und bei mir steht ein Stuhl. Ja, einen Fernseher haben wir. Und hier ist der Balkon, der in Asien ja meistens nur für die Waschmaschine häufig benutzt wird oder halt eben um Wäsche aufzuhängen. Das ist die Aussicht. Naja, geht so tagsüber, aber nachts sieht es ganz cool aus. Ja, und hier hinten, wenn man hier auf dem Bett liegt, dann sieht das Ganze schon anders aus abends. Wenn da hinten die ganzen Lichter an sind, dann ist es ganz schön anzuschauen. Und wenn man möchte, könnte man auch hier sitzen. Wie gesagt, hier ist noch der zweite Cube. Könnte hier essen und arbeiten. Wir verzichten darauf, weil wir meistens auswärts essen und arbeiten tun wir meistens auf dem Bett. So, dann haben wir auch hier noch einige Regale, einen großen Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Abzugshaube und ein Herd, falls man kochen möchte. Und dann noch hier das Bad mit Abzug. Und natürlich die Klimaanlage nicht zu vergessen, ganz wichtig. Das ist es also, unser kleines Heim für 4 Wochen. So, jetzt sind wir im 2. Stock. Hier gibt es das Fitnessstudio und oben der Pool. Zeigen wir euch mal. Ja, hier hat man Matten zum Beispiel, wer Yoga machen möchte. Fahrräder, Laufband und jede Menge Gewichte und Bänke. Ich denke, da sollte für jeden was dabei sein. So, jetzt zeigen wir euch den Pool. Heute Nacht war ein Gewitter, daher liegen so viele Blätter im Wasser. Ansonsten ist der Pool sehr gepflegt. Hier gibt es 8 Liegen. Und den Pool hat man tagsüber meistens für sich alleine, weil das hier ist ein lokales Kondominium sozusagen. Das heißt, wird gefühlt von 90% von Thais bewohnt, die dann tagsüber arbeiten. Deswegen ist hier nicht viel los tagsüber am Pool. Ja, und wer möchte, kann auch hier ein eigenes Postfach haben. Das wäre natürlich sehr interessant, wenn man richtig lange hier bleibt. Dann könnte man sich auch Post hierhin schicken lassen. So, jetzt kommen wir in die Lobby. Relativ klein, aber es sitzen auch selten Leute hier. Und noch weitere Postfächer. Ja, und so sieht es schon direkt vor der Lobby aus. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen Getränkeautomaten. Da gibt es alles, was das Herz begehrt. Hier vorne ist der sogenannte Abholtisch. Ist auch Standard bei diesen Kondominiums. Das heißt, hier kann man sich Essen hinliefern lassen von Grab Food oder von 7-Eleven oder Gott weiß was alles. Und hier sieht man auch jede Menge Pakete. Das heißt,
Das läuft so wie bei uns Amazon. Das heißt, die Paketdienstleister stellen dann einfach die Pakete hier hin und man kann sich die dann abholen und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, und dann ist man auch schon gleich in der Tiefgarage sozusagen. Das wurde so gebaut, dass man dann auch gleich im Schatten ist und die Autos hier geparkt werden. Und da hinten stehen dann die Roller. Ja, dann haben wir noch ein ganz klein bisschen Außenbereich. Den möchten wir euch auch noch zeigen. Ja, das ist schon alles. Mehr ist nicht hier an Außenbereich. Ja klar, jetzt sieht es natürlich wüst aus, weil ein Gewitter war. Normalerweise ist das hier wirklich sehr gepflegt, also die ganze Anlage ist sehr gepflegt. Aber wir müssen ehrlich sagen, das vermissen wir schon hier in diesem Kondominium, dass man faktisch keine Möglichkeit hat, sich draußen aufzuhalten. Aber das liegt, wie gesagt, an der Tatsache, dass dieses Kondominium hauptsächlich von Thais bewohnt wird und die, wie gesagt, die meiste Zeit sowieso auf der Arbeit sind und sowieso gerne lieber drinnen sind statt draußen gegenüber uns Europäern. Wir sind ja auch gerne mal draußen. Ja, das ist halt leider so der Wermutstropfen hier. Ansonsten ist die Anlage super gepflegt, da können wir uns nicht beschweren. Der Preis ist auch wirklich gut. Und auch die Lage und wie der Transport hier aussieht, zeigen wir euch gleich. Dort ist unser Kondominium und genau gegenüber das 7-Eleven. Ja, super wichtig. Ihr wisst warum. Also wir sind hier am Udum-Zug-Viertel und um jetzt zum Udum-Zug-Market zu kommen, der ist an der BTS, nehmen wir jetzt mal einen Bus, weil das sind ungefähr 2 Kilometer. Aber es ist auch super einfach, sich hier mal einen Bus zu holen. Das zeigen wir euch jetzt mal. Das ist, die ganzen Buslinien, die sind alle auf Google Maps, sage ich mal, leicht zu finden. Und man stellt sich an die Straße. Wenn dann der entsprechende Bus kommt, hebt man die Hand und dann bezahlt man pro Person für 5, 6, 7 Stationen ca. 15 Baht. Ist eine coole Sache, da muss man sich nicht immer einen Grab holen oder ja, los geht's. So, schon sind wir an der Bushaltestelle und jetzt heißt es auf den Bus warten. Jasmin sitzt im Schatten. Da ist er da. Wir sind eben an dem Busstop Udum-Zug Market ausgestiegen. Hier ist auch gleich schon die BTS. Und hier links die große Straße, das ist dieses berühmte Sukhumvit. Sprich, das ist eine der längsten Straßen der Welt und ja, führt durch ganz Bangkok. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zum Udum-Zug Market. Hier finden sich wie überall ganz viele Essensstände und Läden. Das Straßenbild ist in den meisten Vierteln ähnlich. Ganz viele Läden findet man hier von Chinesen, die Goldschmuck verkaufen. So, jetzt sind wir am Markt angekommen. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Blumen, Obst, Fleisch. Durians. Genau. Und hier kann man sich schon direkt auch das Essen zum Mitnehmen holen. Hier die typischen Würstchen, ja, sind sehr groß. Wenn man da eins isst, dann ist man schon auch satt. Genau. Wir haben auch schon mal eins probiert. Es war ein bisschen kleiner, aber Ja, war nicht schlecht gewesen, also besser als man denkt. so hier die typischen To-Go-Gerichte. Ja,
Das ist doch Pad Krapau, oder? Ja. Mit Ei. Genau. Ja, genau. Also hier gibt es so faktisch alles, was man gebrauchen kann. Ja, guck mal, Jasmin, super Boah, frische Meeresfrüchte. ja. Wahnsinn. Ja, und wirklich auch Günstig. günstig, wenn man die wenn man die Preise mit Deutschland vergleicht, extrem günstig. Jetzt sind wir hier quasi in der Ne? Ja, mal das Gemüseabteilung. Gemüse. Also hier kann man seinen Wocheneinkauf erledigen, wer daheim kochen möchte. Ja. Alle Sorten Obst, alles Mögliche. Und sieht super frisch Drachenfrucht, aus. Ne? Papaya, Äpfel, Bananen. Scharfe Chilis. Hier gibt es auch frisches Fleisch. Ja. Wieder Meeresfrüchte. Frischer Fisch. Was mir hier noch gut gefällt, ist es nicht so überlaufen, zumindest jetzt zu der Uhrzeit. Also es ist morgen, wir haben circa, was haben wir, 11 Uhr oder so? Ja, genau. Getrockneter Fisch, auch immer sehr angesagt. Sehr beliebt. Sehr beliebt. Es wird auch öfter in klein gehackt in Gerichten verkocht. Und es läuft noch eine sehr entspannte Musik. Im Moment haben wir keinen Hunger, aber wir müssen auf jeden Fall mal hier irgendwas probieren bei Gelegenheit. Aber gleich gibt es die richtigen Gerichte. Ja, und zwischendurch auch mal ein Schuhgeschäft. Ja, hier Crocs, sehr beliebt in Asien. Oh ja, sieht man in jeder Ecke. So, hier ist auch eine Zeremonie eben gewesen. Und jetzt kommen die Mönche hier essen. Ups, hier kommen wir nicht weiter. Und hier sitzen die Mönche dann und singen. Ja, und grundsätzlich ist es ja auch so, dass die Mönche immer kostenfreies Essen bekommen. Der Transport ist für die Mönche auch kostenfrei. Ja, so ziemlich alles, weil wir verdienen ja nichts. Von daher ja, kommen die so ganz gut durch. Ja. Überall kleine Restaurants. Also hier, Hier könnten wir mal essen gehen, das ja, sieht gut aus. die Durchschnittspreise sind hier 1,50 Euro bis 2 Euro pro Gericht. So, Jasmin, was ist das? Ja, das sind Dumplings, also Klößchen. Meistens mit Fleisch gefüllt. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist, weil es steht alles nur auf Thai. Ja klar, die blaue Farbe kommt wahrscheinlich nicht von alleine. Das wird Lebensmittelfarbe sein. Ja, ist aber auf jeden Fall interessant. Sieht gut aus. Also was da in den Töpfchen ist, sieht auf jeden Fall aus wie Gemüse. Könnte man eventuell mal probieren, wenn wir noch mal herkommen. Was meinst du? Auf jeden Fall. Noch was anderes. Ich esse ja gerne Dumplings. Naja, geht so. Also
mit dem Mo. Also Mo heißt Schwein und meistens ist Schweinefleisch drin. Fand ich jetzt beim letzten Mal nicht so prickelnd, aber man lernt ja nie aus. Man muss ja noch andere Sachen probieren. So, und jetzt hier mal wie in Deutschland, das sieht ja fast aus wie eine Schweinshaxe. Ja. Ja. Gut, gut. Also die Dame sagt, es schmeckt gut. Das ist jetzt nicht so, Nicht so unser Ding, nee. unser Favorite Dish, aber gut. Ja. So, das war's erstmal vom Markt. Wir gehen jetzt weiter zum True Digital Park. Das ist eine recht neue Mall hier in Bangkok, wo gerne die digitalen Nomaden ihre Arbeit verrichten. Wir schauen uns das gleich mal an. Der True Digital Park in Bangkok ist das größte Innovations- und Technologiezentrum Südostasiens und vereint Arbeiten, Wohnen, Lernen und Freizeit unter einem Dach. Er bietet modern ausgestattete Büroflächen, Coworking Spaces, über 250 Shops und Restaurants sowie zahlreiche Freizeit- und Lernangebote. Mit direkter Anbindung an die BTS Skytrain-Station Punaviti ist der Park ein zentraler Treffpunkt für Start-ups, Investoren und digitale Nomaden. So, wir sitzen jetzt hier im Sky Garden vom True Digital Park und gönnen uns mal einen leckeren Orangenkaffee. Wie findest du den, Marco? Lecker, super lecker. Mega, echt. Also, wir haben jetzt hier beide Flügel von dem Park erkundet und sind sehr beeindruckt. Wir haben auch was gegessen in einem Food Court, haben uns den Ostflügel angeschaut mit Shops etc. pp. Dann sind wir rüber zum Westflügel, wo ganz viele Leute arbeiten. Da hat man Coworking Spaces oder man setzt sich einfach an einen leeren Tisch und hat dort Strom und Internet also Wi-Fi für 2 Stunden for free. Danach muss man sich anmelden. Dann, wie gesagt, ist hier eine coole Gartenanlage, wo wir gerade sitzen. Und man kann sogar joggen gehen, wenn man das will, über so einen Skywalk. Ja. Auch da müsste man sich anmelden über eine App. Ist aber auch umsonst. Also genau. Man muss sich quasi nur anmelden und kann dann über einen QR-Code diesen Skywalk betreten. Ja, auch eine coole Sache, wer sich sportlich betätigen will. Ja, ja, und hier gibt es auch viele Kondominiums. Also man kann hier praktisch leben, arbeiten und ja, sich wohlfühlen. Wir finden es gut, hat uns gut gefallen und ist für jeden gut gedacht. Ja, genau. Und die Preise muss man dazu noch sagen. Die Preise sind äußerst fair hier in den Food Courts. Food Courts kann man echt auch heute haben wir für 3 Euro zusammen gegessen. Ja, also kann man auch nichts sagen. Also ist für jeden gut geeignet, der vielleicht in seinem Kondominium oder in seinem Hotel keinen Platz zum Arbeiten hat oder nicht die Möglichkeit, der kann sich hier auf jeden Fall austoben und wird sich sicher wohlfühlen, denke ich. Wie so eine kleine Mini-Stadt in sich, dieser Gebäudekomplex. Ja, genau. Das ist echt also ist schon cool. Ziemlich cool, können wir empfehlen. So, jetzt ist abends und wir gehen zum Udom Suk Walk. Das ist der Nachtmarkt hier in der Gegend. Ja, und dann nehmen wir euch einfach mal mit. Wir sind jetzt am Udom Suk Walk angekommen. Da spielt immer eine Band abends, finden wir richtig cool. Die Atmosphäre ist auch super. Und außerdem nur 5 Minuten von unserem Kondominium weg. Ja. Perfekt. So, jetzt zeigen wir euch mal, was es hier alles zu essen gibt. Also jede Menge. Es ist schwierig, sich zu entscheiden. Das hier sind jetzt die Restaurants. Genau, richtige Restaurants. Gleich kommen noch Food Court Stände sozusagen.
Ja, also die Restaurants, die bieten hier sehr oft All You Can Eat an. Ja, wie in dem Fall hier. 5, 6 Euro. Ja, kann man sich hier richtig satt essen. Aber da wir beide nicht die großen Esser sind, macht das für uns wenig Sinn. Deswegen lassen wir das mit All You Can Eat. Hier gibt es zum Beispiel koreanisches Essen, Barbecue vom Buffet. Ja, hier ist auch immer voll, ne? Hier der Laden. Ja. Scheint sehr beliebt zu sein. Hier kann man seinen Roller parken oder da hinten ist auch Parkplatz für Autos. Ja, da hinten ist wieder ein Buffet-Restaurant. Also die erfreuen sich großer Beliebtheit, insbesondere bei Chinesen, würde ich behaupten. Wenn man All You Can Eat für 5, 6 Euro, da sagt man ja auch nicht nein. Genau. Ja, und da oben kann man auch schön sitzen. Gibt so eine Art Dachterrasse überdachte. Ja, jetzt kommen wir gleich zu den Ständen. Hier gibt es Draft Beer. Es scheint irgendwie japanisch zu sein oder koreanisch. Nee, Taiwanese, also Taiwan. Sehr international hier dieser Nachtmarkt. Auf jeden Fall. Für jeden was dabei. Und auch, hauptsächlich Thais, würde ich sagen, die Besucher. Was meinst du? Hauptsächlich Thais? Ja, sehr lokal dieser Markt. Ja, wie Udumsuk an sich ist ein sehr lokales Viertel. Ja, gibt es auch einen Friseur, wie immer. Man muss auch sagen, dieser Nachtmarkt hier, der ist sehr fleischlastig. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch Süßigkeiten. In dem Fall gibt es jetzt hier Spieße. Sawadika. Hier gibt es jetzt Lachs, guck mal. Ja. Sushi, genau. Hier haben wir den Sushi-Laden. Hier wird gegrillt. Ja, sieht auch ganz gut aus. Ja. Und hier kann man sich hinsetzen. Sucht man sich was an einem Stand aus und setzt sich einfach hin. Alles total entspannt. Hier sind auch noch einige Stände. Jetzt auch noch Klamotten dabei. Hier gibt es Spießchen. Ganz entspannte Stimmung. Wir suchen uns auch gleich mal was aus, was? Jawohl. Worauf hast du Lust? Ich werde heute mal Fisch bevorzugen. Okay. Wir gehen gleich mal schauen, was wir jetzt finden. Ja, ich glaube, da hinten ist ein Fischstand. Sollen wir mal schauen? So, wir haben ihn gefunden, den Fischstand. Guckt euch das an. Das ist ein Fisch, oder? Das ist mit Salzkruste. Ja. Sieht mega geil aus. Hier Super über dem lecker. Feuer gegrillt. Super lecker. Da werden wir uns jetzt gleich einen bestellen und lassen euch wissen, wie er denn so schmeckt. So, also jetzt ist er hier, der Fisch. Wie ihr seht, ist ein großer Kollege hier. Mit 3 Söschen und Beilagen. Da bekommt man noch einen ganzen Salat dazu. Immer wieder lustig. So, ich versuche den jetzt hier mal zu filetieren. Oder wie auch immer. So. Ja, Marco filetiert jetzt den Fisch. Leider gibt es kein Messer, aber das ist auch Standard in Asien. Wir hatten auch eigentlich 2 Teller bestellt, dass wir uns das teilen können, aber wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass der Marco einfach seinen Teil isst. Schau mal da sind 2 Teller. Ja, genau. Stimmt. Also damit, mit 2 Tellern sind diese kleinen Mini-Teller hier gemeint. Ist ja irgendwie goldig. Aber ja, kriegen wir irgendwie schon hin. Und Marco, wie läuft? Ja gut, wir haben jetzt ja hier die 3 Sölzchen und die kennen wir ja schon, die Grünen hier, ist extrem scharf. Wahrscheinlich sind die anderen auch extrem scharf. Ich mache dir mal was auf den Teller oder ich probiere erstmal.
Der Fisch ist wirklich gut, super. Perfekt gegart. Super Sache. Welches Süßchen hast du jetzt Ich probiert? habe jetzt das Grüne Und? hier probiert. Wie ich gesagt habe, super scharf. Super lecker. Ich probiere jetzt noch einmal diese rote. Oh ja, muss man aufpassen. Riesengräten. Ei. Aber sieht super aus. Sehr gut. So, wir sehen uns nach dem Essen noch mal. Bis später. So Leute, hier das Schlachtfeld. Nach getaner Arbeit, nach diesem super leckeren Fisch. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir trinken jetzt noch in aller Ruhe ein Bierchen. Lassen den Abend dann ausklingen. Genau. Und falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Abo freuen und ein Like. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas loswerden wollt, bitte schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video und sagen Prost, bis dann. Bis dann, ciao.